Oh, hallo. Oh, hallo. Willkommen bei den Matrixen. Wie ihr seht, haben wir heute ein spezielles Thema mit Shiva und Jonathan. Und das Thema heute ist hybride Inkarnation. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und hier geht es um die Wesen, die eben im Reinkarnationskreislauf oder Reinkarnationszyklus teilhaben und darin integriert worden sind. Nun, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Wollen wir erstmal aufzählen, welche hybriden Inkarnationen uns so einfallen, was so möglich wäre, wie Aliens, die hier gefangen worden sind, oder Alien-Experimente. Die Hybriden, erstmal gibt es ja die Hybriden, die wir alle kennen durch die Greys, die ja versuchen, ihren Planeten mit Körpern zu bevölkern, die eben wieder in der Lage sind, Gefühle zu empfinden. Und darum kommen ja auch die Aliens her, die Greys, um Menschen zu entführen und genetische Experimente zu machen, um diese Hybridwesen zu erzeugen und damit für ihre nächsten Reinkarnationen eben Körper haben, die wieder in der Lage sind, Emotionen zu empfinden, weil ursprünglich haben die Greys ja die Emotionen genetisch herausgefiltert und nach Jahrtausenden haben sie irgendwann erkannt, dass sie da einen großen Fehler gemacht haben. Und, Genau, weil sie sich eben nicht weiterentwickeln konnten, spirituell auch. Richtig, die kamen halt nicht mehr so weit in ihrer spirituellen Entwicklung, weil ihnen die Gefühle ja fehlten, beziehungsweise die Emotionen, und haben dann diesen Zivilisationsfehler bereut. Und deshalb gibt es die ganzen Alien-Entführungen. Das ist aber jetzt nicht Thema. Nein. Sondern es geht um Hybrid-Inkarnation. Das bedeutet, es gibt also Wesen, die eben ursprünglich ein anderes Wesen waren und sich dann dafür entschieden haben, als Mensch zu inkarnieren. Genau. Darunter zählen dann eben, wie gesagt, die Aliens, Naturwesen, Engel. Genau. Fangen wir doch mal mit den Aliens an. Zum Beispiel die Reptos. Kennt ja jeder von euch. Wenn die hier sterben, werden sie hier gefangen im Reinkarnationskreislauf und werden als Mensch wiedergeboren, aber man kann sie schon auch erkennen an den Augen. Aber das kann man an vielen Hybriden, wie wir festgestellt haben. Man kann sie erkennen, zum Beispiel Elfen an ihren Ohren oder am Körperbau. Also sie haben schon Merkmale, die darauf schließen lassen, dass sie jetzt ein Hybrid sind. Ja, es gibt bei den Reptiloiden-Rasse auch eine Strafe. Das heißt, wenn jemand gegen bestimmte Regeln verstoßen hat innerhalb der Reptiloiden-Spezies, dann werden die auf der Erde ausgesetzt und dann eben hingerichtet. Und dadurch schließen die sich dem Reinkarnationskreislauf an, bekommen natürlich dann auch Amnesie verpasst und werden dann als Mensch wiedergeboren. Und das wäre dann ein Repto-Hybrid. Repto-Mensch-Hybrid. Repto-Mensch-Hybrid. Das gilt auch für alle Aliens, die hier auf der Erde landen. Wenn die hier auf der Erdoberfläche sterben, werden sie in den Reinkarnationskreislauf aufgenommen. Und dann sind sie ein Alien-Mensch-Hybrid. Genau. Bei Naturwesen geht das ja auch. Bei Naturwesen geht das auch. Die entscheiden sich aber oft auch freiwillig dafür, dass sie hier inkarnieren als Mensch, um ihre Schöpferkraft wiederzugewinnen oder wiederzuentdecken, weil sie das eben auf ihrer Ätherebene nicht so können. Ja, die Naturwesen können nur sich selbst verändern, die können ihr Aussehen verändern oder ihre Kleidung verändern, aber da hört es auch schon auf. Die können zum Beispiel keine Gebäude erschaffen. Genau, und dafür reinkarnieren dann eben die Elfen, Zwerge, Feen, wie auch immer, als Mensch.
und damit sie ihre Schöpferkraft wieder entdecken, damit sie zum Beispiel, Menschen können ja für Feen Häuser bauen. Wenn sie sich feste vorstellen und materialisieren. Und nur das Problem ist leider, dass die Menschen, die als Elfen und Feen und sonst was inkarnieren, leider vergessen, dass sie als Elfen ursprünglich da gewesen sind und hier inkarniert haben. Wir vergessen das eben alle. Ja, die Elfenhybriden erkennt ihr meist an den Ohren. Spitze Ohren. Haben manchmal so ein bisschen spitz zulaufende Ohren. Oder es gibt auch viele Elfen, die immer als Mensch inkarniert wurden, die sehr unzufrieden mit ihren Ohren sind. Also meistens sind die Elfen alle unzufrieden mit ihren Ohren. Entweder finden sie, dass die abstehen oder komisch aussehen oder zu groß sind oder zu klein sind. Also sind immer sehr unzufrieden mit ihren Ohren. Die verstecken die auch ganz gern unter Haaren. Ihre Ohren, die zeigen die nicht gern so öffentlich. Genau, die Feen sind, habe ich letztens eine gesehen, die sind ganz klein und filigran im Körperbau und im Gesicht. Die Zwergenhybride, die sind relativ stämmig. Ja, kann man daran auch erkennen. An der Figur erkennt man das, auch an den Oberarmen. Die sind irgendwie so ein bisschen... die suchen sich halt absichtlich so einen Körper auch aus. Naja, ja, klar. Das ist richtig. Und die Zwerge erkennt man meist an den Beinen und an den Armen, an den Gliedmaßen erkennt man die sehr gut, dass die immer so ein bisschen proportional anders sind als der Körper selbst, sind auch oft kleiner. Also es gibt eigentlich keine großen Zwergen-Mensch-Hybride. Die sind halt etwas kleiner, oft so nur 1,50, 1,60, viel größer sind die oft gar nicht. Genau. Welche haben wir noch? Kobolde. Kobolde, genau. Zum Beispiel Leprechauns. Mhm. Leprechauns Die beispielsweise, ja, die erkennt man auch, die sind immer sehr lustig, machen immer viele Späße und haben auch wirklich ein witzig geschnittenes Gesicht meist. Ja. Und diese Ausstrahlung, die ist schon, man merkt es schon. Also, wenn ihr solchen Leuten begegnet, wisst ihr es. Ja. Meerjungfrauen Genau. gibt es auch. Die haben also eine unwahrscheinlich starke Affinität zum Wasser. Die könnten also ihr ganzes Leben eigentlich im Wasser verbringen, möchten immer schwimmen gehen und können stundenlang im Wasser herumspielen. Sind meistens von der Figur her auch zu erkennen. Die sind immer so ein bisschen sehr weibliche Figuren, würde ich sagen. Und ja, das sind so meist die Meerjungfrauen, Menschenhybriden. Dann gibt es noch Feen, ne, sagtest du ja. Genau, die kleinen Filigranen. Elfen sind auch sehr schlank oft und ein bisschen blass im Gesicht auch manchmal. Aber auch schon größer, weil Elfen darf man nicht verwechseln mit Feen, die sind schon recht groß gewachsen, die meisten. Ja, das stimmt. Ja. Dann gibt es noch Die Engel. Die Engelhybride, ja. Die sich dafür entscheiden, freiwillig hier auf der Erde zu inkarnieren. Meistens mit dem Hintergrund, irgendwas zu bewirken oder zu helfen, zu verändern eigentlich. Ja, sehr, sehr hilfsbereit. Solche Engelhybriden, Keanu Reeves ist zum Beispiel ein Engelhybrid. Es gibt da so einige Prominente, die man als Beispiel nehmen kann, wie bei den Elfen zum Beispiel die Nicole Kidman. Genau. Und hier bei Leprechauns, hier der Robin Williams ist beispielsweise einer gewesen. Guter Schauspieler. Ja, und ja, bei Meerjungfrauen wüsste ich jetzt nicht unbedingt, wen man da aus der prominenten Klasse da als Beispiel heranziehen könnte. Aber man kann eben auf solche kleinen Zeichen achten und dann oft Rückschlüsse darauf ziehen, ob die eben solch ein Hybrid sind. Also wir müssen dazu sagen, dass wir eigentlich praktisch alle Hybride sind, weil im Grunde sind wir ja alle Aliens. Es gibt den Menschen an sich so eigentlich ja nicht. Eigentlich kommen wir alle von anderen Planeten und haben uns entschieden, hier auf der Erde zu inkarnieren und zu spielen. Aber inzwischen ist die Mischung schon noch größer geworden, also bewusster halt von den Naturwesen und so hier reinzukommen. Man sieht's, man erkennt es besser. Ja, im freien Universum wird auch die Erde gern als Ghetto-Planet bezeichnet, Ja. weil sich eben hier alles sammelt. Ne? Genau.
alle Hybriden, alle möglichen Spezies, die sich hier sammeln. Darum gibt es ja auch so viele unterschiedliche Rassen auch auf der Erde. Auf anderen Planeten gibt es das so eigentlich nicht. Auf anderen Planeten gibt es eine Spezies und eine Rasse. Und auf der Erde ist es halt nicht so, alles ein großer, zusammengewürfelter Haufen. Genau, und das hat sich auch über die letzten Jahrtausende so ergeben. Ursprünglich gab es verschiedene Schöpfergötter. Der eine hat die Rasse kreiert, die andere die Rasse, der andere die Rasse. Also die Schwarzen, die Weißen, die Asiatischen und irgendwann... Und eigentlich wollten sie das auch alles getrennt halten, aber irgendwie hat sich das alles gemischt. Jetzt haben wir einen großen Wust an Genpool und ja, es gibt... Genau, und das fanden die Schöpfergötter irgendwie eigentlich gar nicht so cool. Aber nun ist es so passiert. Ja, die Entwicklung geht ja schon dahin, dass sich die ganzen Rassen untereinander vermischen. Wir haben noch Ländergrenzen, aber das wird irgendwann auch nicht mehr so sein. Und dann kann man sich das vorstellen, dass dann halt jede Rasse auch in jedem Land freien Zugang hat und sich dann da auch entwickeln kann. Genau. Das Spannende an den Mensch-Hybriden, die eben aus unterschiedlichen Zivilisationen oder unterschiedlichen Daseinsebenen zu uns kommen, ist natürlich die Verbindung zwischen den Wesen, dass die natürlich auch sich hier alle treffen auf dem Ghetto-Planet und dann miteinander in Beziehung treten. Und so kann es dann durchaus sein, dass sich eine Elfe denkt, ja, ich muss für mein Volk eben dafür sorgen, dass die eben mehr Schöpferkraft bekommt, also inkarniere ich mich als Mensch. Und nachdem ich dann eben diesen Kreislauf durchlaufen habe, dann werde ich wieder Elfe und kann meinem Elfenvolk helfen. Also das kann man so als Präzedenzbeispiel anführen, das eben für viele Naturwesen gilt. Ja. Aus dem Grund haben wir auch hier einige Sachen von Naturwesen aufgebaut, eine kleine Elfe und eine Zwergenpfeife, okay, die ist ein bisschen groß geraten. Und da kann man sich das eben vorstellen. Es gibt beispielsweise auch andere Hybride noch, aber jetzt wissen wir jetzt nicht alle unbedingt aufzuzählen. Aber wichtig ist auch, dass ihr das versteht, das Prinzip, dass also tatsächlich eine ganz andere Spezies, die nicht ursprünglich Mensch gewesen ist, sich dazu entschlossen hat, in den Inkarnationskreislauf einzusteigen, um danach dem Volk eben zu helfen. Oder die eben hier gelandet sind, wie die Aliens, die sich dachten, oh Mist, ich bin in meinem UFO hier gelandet, bin ausgestiegen, bin gestolpert, habe meinen Kopf gestoßen, bin tot, verdammt, jetzt bin ich Mensch, habe Amnesie und bleibe jetzt erstmal für die nächsten 500 Inkarnationen Mensch. Es gibt natürlich auch die Alienrassen, die sich absichtlich entscheiden, hier zu helfen und zu inkarnieren. Man erkennt die auch, manchmal auch oft an den Augen, große Augen, sehr kristallklare Augen zum Beispiel, wenn sie halt von einer Schöpferrasse kommen, die eben beim Spiel der Matrix mithelfen möchte. Man nennt sie auch die Sternensaaten, denke ich. Mhm. Ja, ich glaube, das war's dann für heute mal wieder. Ja, wenn ihr Fragen habt zu diesen Alien, Naturwesen, Mensch-Hybriden, dann könnt ihr ja gerne fragen unten in die Kommentare. Vielleicht gibt es dann dazu dann noch ein Frage-Antwort-Video, wenn genügend Fragen vorhanden sind. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Unterstützt uns, kauft in unserem Shop, damit wir weiter für euch Videos machen können. Gebt uns ein Like und abonniert uns. Ciao. Ciao.